Auf einer höhenwegartigen Panoramawanderung über den Helm genießen wir die grandiose Kulisse der Sextner Dolomiten, inklusive Besuch des Reinhold-Messner-Hauses. Willkommen bei Gipfelschluck, los geht's! Unsere Tour beginnt an der Bergstation der Helmbahn auf 2041 Meter, wo wir direkt von einer grandiosen Kulisse der Sextner Dolomiten begrüßt werden. Bevor die Wanderung beginnt, statten wir aber zunächst im Reinhold-Messner-Haus hier einen Besuch ab. Neben den zahlreichen Ausrüstungsgegenständen fand ich insbesondere eine im Museum laufende Dokumentation über die Erstbesteigung des K2 durch eine italienische Expedition sehr sehenswert. Nach etwa 1,5 Stunden im Reinhold-Messner-Haus starten wir nun aber unsere Wanderung. Der erste Wegabschnitt führt uns in Richtung des Helmgipfels. Bis zum ersten Wegpunkt der Hahnspielhütte sind wir rein Fahrweg unterwegs, etwa 20 Minuten und 100 Höhenmeter im Anstieg. Danach führt die Route weiter auf einem Pfad in Richtung des Gipfels des Helms. Ab hier sind es nun noch etwa 300 Höhenmeter bis zum Helmgipfel. Die Pfade sind teilweise etwas steil und felsig, aber prinzipiell sehr gut zu gehen. Sehr dominant auf dem Helmgipfel ist das Helmhaus, das 1889 als Alpenvereinshütte gebaut wurde. Nach dem Gebirgskrieg bzw. dem Ersten Weltkrieg und der neuen Grenze zwischen Italien und Österreich ist es aber nach und nach verfallen. Ende 2025 haben wir hier nun eine Baustelle, wo eine kulturelle Begegnungsstätte entstehen soll. Nach dem südwestlichen Blick in Richtung der grandiosen Sextner Dolomiten reicht das Panorama in Richtung Norden und Osten hinüber nach Osttirol, nicht zuletzt, da wir uns auf der Grenze nach Österreich befinden. Natürlich ist der Helm ein wunderbarer Ort für ein Gipfelbier, heute von der Südtiroler Brauerei Forst, einwandfrei. Auf der Karte seht ihr unsere höhenwegartige weitere Route über die Siljaner Hütte zur Bergstation der Dreizinnenbahn. Damit befinden wir uns nun auf dem Karnischen Höhenweg, der über eine Länge von rund 155 Kilometern entlang von 9 Schutzhütten in östlicher Richtung dem Karnischen Hauptkamm folgt. Die erste Schutzhütte auf der Route des Karnischen Höhenwegs erreichen wir etwa eine Dreiviertelstunde nach dem Gipfel des Helms. Die Siljaner Hütte auf 2447 Metern ist am Zeitpunkt unserer Wanderung am 8. Oktober allerdings schon geschlossen. Auch kurz nach der Siljaner Hütte treffen wir wieder auf einen Bunker. Diese Bunker sind teilweise auch nach dem Gebirgskrieg des Ersten Weltkrieges entstanden, um den neuen Grenzverlauf nahe des Kammes hier zwischen Italien und Österreich abzusichern. Inzwischen führt die Route an der von mir heute nicht gezogenen Gipfeloption des Hornischeck vorbei, zum Gipfel hinauf auf 2550 Meter, während es gut 100 Höhenmeter zusätzlich im Anstieg. Damit geht es nun langsam bergab in Richtung der Bergstation der Dreizinnenbahn. Die Logistik zwischen der Talstation Dreizinnenbahn und der Helmbahn ist übrigens relativ unkompliziert. Selbst Anfang Oktober, zum Zeitpunkt meiner Wanderung, gab es noch einen 30-Minuten-Takt des Busses, sodass man ohne Probleme zurück zum Startpunkt der Tour gelangt. Hinter uns liegt nun eine tolle Halbtageswanderung auf unschwierigen Wegen mit permanent grandiosem Panorama auf die Sextner Dolomiten. Näher dran auf der anderen Talseite an den Sextner Dolomiten war ich zum Beispiel bei der Wanderung entlang der Sextner Rotwand hinunter ins Fischleintal. Schaut auch mal gerne in dieses Video rein. In diesem Sinne, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.